Hallo, wie geht es euch? Unglaublich, oder? Jetzt ist schon wieder April. Gerade war noch Januar. Das Jahr vergeht so schnell. Ich habe gehört, dass in Japan im April das Semester wieder beginnt. In Deutschland geht das Semester erst im August los. Im April haben wir aber auch sehr interessante Feste. Und zwar möchte ich euch gerne im Season Talk das Osterfest vorstellen. Das Osterfest ist eine Mischung aus religiösen Feiertagen und dem Frühlingsbeginn. Sehr interessant, da erzähle ich euch gleich mehr zu. Im Culture Talk möchte ich euch gerne die traditionelle Kleidung aus Deutschland vorstellen. Was tragen die Deutschen eigentlich bei zeremoniellen Festen, so wie die Japaner den Kimono zum Beispiel? Das werde ich euch vorstellen. Also, los geht's! Ostern ist das höchste religiöse Fest in Deutschland zur Auferstehung Christi. Ostern besteht aus 4 Tagen: Karfreitag, Kar-Samstag, Ostersonntag und Ostermontag. Am Karfreitag ist Jesus gestorben und am Ostersonntag ist er wieder auferstanden und in den Himmel aufgestiegen. Das heißt, viele Leute gehen an Ostern in die Kirche und nehmen an einer religiösen Zeremonie teil. Aber für die meisten Menschen und besonders für die Kinder ist Ostern der Beginn des Frühlings und ein sehr buntes und fröhliches Fest, auch wenn Jesus in dieser Zeit gestorben ist. Ostern verbinden die deutschen Kinder mit Ostereiern und natürlich dem Osterhasen. Der Osterhase bemalt die Eier und beklebt sie mit bunten Farben und versteckt diese Eier im Garten der Kinder. Naja, in Wirklichkeit ist es so, dass die Eltern der Kinder mit bunten Ostereierfarben die Eier einfärben und die Kinder haben im Garten so ein Nest hingelegt oder verschiedene Nester. Und in diese Nester werden diese Eier gelegt, zusammen mit Schokolade und kleinen Geschenken. Am Ostersonntag dürfen also die Kinder nach dem Aufstehen schnell in den Garten gehen und überall die Ostereier suchen und die dann natürlich mitnehmen und aufessen. In der Zwischenzeit hat die Mama zu Hause ein ordentliches Osterfrühstück vorbereitet, das die ganze Familie dann zusammen isst. Hier habe ich euch mal so ein Osterei mitgebracht, das man überall in den Supermärkten kaufen kann. Ganz süß, oder? Also es gibt in dieser Zeit unendlich viel Osterdekoration, ein wirklich schönes Fest. Etwas noch Besonderes an Ostern ist die Tradition, dass man zum Osterfeuer geht. Was ist das denn? Ja, das Osterfeuer sieht ungefähr so aus. Das ist auf einem großen Platz, in jeder Stadt und in jedem Dorf wird ein großer Berg aus Bäumen und Holz gemacht und die Leute stehen um das Feuer herum und trinken Bier und essen Würstchen und unterhalten sich. Die Kinder spielen hier auch in der Nähe und amüsieren sich. In manchen Regionen von Deutschland gibt es auch das Osterrad oder das Feuerrad. Das ist ein Rad, das mit Heu dekoriert wird, angezündet wird und dann wird es einen Berg hinuntergeworfen. Das dauert aber sehr, sehr kurz und deshalb haben die meisten Dörfer das Osterfeuer, weil es viel, viel länger dauert, nämlich die ganze Nacht. Also, wenn ihr mal in der Osterzeit nach Deutschland fahrt, dann wundert euch nicht, wenn ihr überall Osterhasen und Ostereier findet und wenn es überall ganz verbrannt riecht. Probiert es mal aus. Das wohl berühmteste traditionelle Kleidungsstück aus Deutschland ist wahrscheinlich das Dirndl. Hier könnt ihr das sehen auf dem Bild. Ein Dirndl, der Name kommt eigentlich von dem Wort Dirn. Dirn bedeutet junges Mädchen, wie man hier auch sieht, eine junge Frau auf dem Foto. Ein Dirndl ist so eine Bluse mit einem sehr tiefen Ausschnitt und mit diesen Puffärmeln. Vorne ist es geschnürt und es hat eine Schürze. Das Interessante an dieser Schürze ist, dass es in vielen Regionen wichtig ist, wo die Schürze zugemacht worden ist mit einer Schleife. Wenn man die Schürze links zumacht mit einer Schleife, bedeutet das, dass die Frau noch Single ist, also einen Partner sucht. Wenn sie die Schleife rechts macht, dann bedeutet das, dass sie verheiratet ist oder keinen Mann mehr sucht. Wenn die Schleife hinten am Rücken ist, dann bedeutet das, dass ihr Mann leider schon gestorben ist und sie aber wahrscheinlich auch trotzdem keinen neuen Mann sucht. Das wird aber nicht überall in Deutschland so gemacht.
Die Röcke haben immer ganz verschiedene Länge. Das hängt von jedem Ort ab, von jedem Dorf. Dort wird es ganz unterschiedlich gemacht. Meistens trägt man das Dirndl bei traditionellen Festen in den Dörfern oder beim Oktoberfest. Was tragen denn die Männer dazu? Die Männer tragen ganz typisch bayerische Lederhosen. Die bayerische Lederhose. Hier könnt ihr sie sehen. Die Lederhose gibt es in der langen Version. Die trägt man zu traditionellen Festen und zu Zeremonien. Und es gibt die Lederhose auch als kurze Hose. Das ist aber eine Arbeitshose, die man zur Jagd oder bei der Arbeit im Wald anzieht. Man kann sie gut sauber machen und sie ist sehr, sehr kräftig und robust. Dazu tragen die Männer oft traditionelle Hüte. Das heißt, das sind solche Hüte, wo sie oben Federn von ganz tollen Vögeln oder bestimmte Pflanzen reingesteckt haben. Ich hoffe, ihr könnt das auf diesem Foto erkennen. Ja, und was tragen denn die Leute in Norddeutschland? Dieses Dirndl und diese Lederhose tragen meistens die Leute in Süddeutschland und vielleicht noch in Mitteldeutschland. In Norddeutschland ist aber am Meer. Das ist die Menschen leben von der Fischerei und von der Bootsfahrt. Dort trägt man so eine Kleidung. Das ist eine Matrosenkleidung und die trägt man auch meistens nur bei der Arbeit, nicht normal auf der Straße. Inzwischen sieht man solche Matrosenkleidung meistens noch, wenn es besondere Hafenfeste gibt oder besondere Hafenzeremonien. Das müsst ihr euch mal anschauen. Also ich empfehle euch, wenn ihr in Deutschland seid, in Süddeutschland, dann probiert mal so ein Dirndl aus. Kauft euch ein Dirndl und schaut euch mal an. Das sieht bei Japanern bestimmt total schick aus. Probiert's mal. Und meine fleißigen Studenten, wie hat euch der Videocast vom April gefallen? Es ist ja einiges los in Deutschland im April. Mit vielen, vielen Farben, vielen Hasen und vielen Eiern. Da ist ordentlich was los. Wie ich schon am Anfang gesagt hatte, geht ja im April in Japan das neue Semester los. Und die japanischen Studenten und Schüler müssen sehr, sehr viel lernen. Da braucht man eine ordentliche Motivation. Wie wäre es denn, wenn ihr euch das Osterfest als Motivation nehmt, weiter Deutsch zu lernen? Es ist so ein fröhliches Fest und so ein buntes Fest. Vielleicht könnt ihr ja irgendwoher ein paar Ostereier bekommen oder einen kleinen Osterhasen, den ihr euch auf euren Schreibtisch stellt und der euch immer wieder an euer Ziel, Deutsch zu lernen, erinnert. Also, bleibt dabei. Toi, toi, toi.